befinde mich jetzt in einem 20 Kilometer breiten Niemandsland. Und der Abschied aus Tadschikistan, der war sehr windig. Aber gestern kam alles zusammen. Den ganzen Tag hatten wir strammen Gegenwind, mussten auch noch den Kieselat-Pass hoch. Und als wir dann über der Grenze waren, mussten wir auch noch eine ziemlich doofe Piste runter. Und es wurde dann dunkel und dann fing es auch noch an zu regnen. Aber wir haben hier diesen schönen alten sowjetischen Bauwagen gefunden, wo wir dann die Nacht verbringen konnten. Ja, jetzt spielt das Wetter mit. Und da hinten ist die Grenze zu Kirgisistan, dem offiziell vorletzten Land meiner Tour. Das wird cool. Ich bin in Kirgisistan. Yippie! An der Grenze hatten wir zwar ein bisschen Ärger, oder ich sag mal in Anführungszeichen Ärger, weil unsere Genehmigungen nicht hundertprozentig waren. Aber am Ende durften wir doch rüber. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Saritash, das ist ein kleines Dorf. Und dann werde ich da in ein kleines Gästehaus gehen und vor allem erstmal heiß duschen. Und alter Schwede, ist das geil. Ich finde das so cool, wenn man in ein neues Land kommt, eine schöne Aussicht hat, die Sonne scheint, also noch scheint. Ist echt klasse. Wahnsinn. Guten Morgen! So, weiter geht's. Ich fahre jetzt in die Stadt Osch und da werde ich einen etwas längeren Stopp einlegen, so für 2-3 volle Tage. Ich habe schon gehört, da soll es ein Restaurant geben, wo es ganz leckere Pizzen gibt. Oh, da freue ich mich drauf. Morgens, mittags, abends. Osch ist auch offiziell der Endpunkt des Pamir Highway, der M41. Und da werde ich dann, wie gesagt, ein bisschen die Füße hochlegen. Das Tolle an Kirgisistan ist, hier gibt es ganz viel Natur und ich kann hier 2 Monate visafrei herumreisen. Das ist richtig gut. Und ich habe genügend Zeit, also werde ich hier, ich denke mal so 1,5 Monate in etwa, gemütlich durch die Gegend radeln und mir das alles mal so ein bisschen anschauen hier. Aber ich finde das jetzt schon cool. So, Attacke. Ich habe jetzt erst noch mal einen Pass vor mir. Das nächste Mal fahre ich ein Jahr um Dänemark rum, ich sage euch das. So, reicht für heute. Der Pass hat echt ein bisschen Zeit gekostet und der alle Gegenwind sowieso. Aber ich habe hier ein schönes Plätzchen gefunden. Neben meinem Friedhof. Und als ich die eine Filzmatte hochgehoben habe, war alles voller Krabbelfiecher. Ich dachte mir, nee, bevor die Körperfresser kommen, baue ich mal lieber das Innenzelt auf. Ist zwar noch ein kleines bisschen windig, aber das gibt sie nachher wieder. Und wenn ich mal so über die Berge gucke, ja, vielleicht könnte es ja noch ein bisschen Regen geben. Mal schauen. Auch schon ganz gut hier. Lieben Dank an den iOverländer, der diesen Platz markiert hat.
wo ich gerade Iowa-Länder erwähnt habe. Ich finde das echt schön, Teil dieser Gemeinschaft von Fernreisenden oder Langzeitreisenden zu sein. Ob mit dem Fahrrad oder mit dem Rucksack oder wie auch immer. Vor allem in so fernen Ländern ist es von unschätzbarem Wert, wenn man auf Gleichgesinnte trifft, man sich austauschen oder helfen kann. Gestern auf dem Weg nach Saritasch, noch im Niemandsland, haben wir ein Pärchen getroffen, was auf dem Weg nach Tadschikistan war. Und da konnte ich dann mein restliches Geld mit denen tauschen. Und heute Morgen, als ich dann den Pass runterfahren wollte, habe ich einen Radler aus Deutschland getroffen. Der hatte Probleme mit seinem Gepäckträger an der Federgabel, weil sein Werkzeug nicht gepasst hat. Und ich hatte dann zum Glück das Richtige, damit er seine Schrauben nochmal festziehen konnte. Das ist echt schön. Und es macht dann auch Spaß, vor allem wenn man dann auch mal so coole Leute trifft, mit denen man mal so ein kurzes Stück oder vielleicht auch mal so 2-3 Tage zusammenfahren kann. Das ist toll. Ist ein schönes, gemütliches Plätzchen. Ich habe es hier schön schattig und schönes, klares Wasser nebenan. Ja, nur leider liegt hier ein bisschen Kuhmist, ein bisschen Müll und ein Pferdeschädel rum. Aber für eine Nacht wird das schon gehen. Und wenn ich mir die Gegend hier so angucke, dann erinnert mich das echt so ein bisschen an Europa. Das ist schon cool. Sehr idyllisch. Heute gibt es mal ein richtiges Festessen, weil ich nämlich schon seit einer Woche 1 Kilo Reis mit mir rumschleppe. Und der köchelt jetzt gerade schön vor sich hin. Und dazu gibt es eine Zwiebel und eine Paprika. Zum Würzen habe ich diesen coolen Ketchup hier. So, ich bin in Osch angekommen. Und es ist auch gefühlt gleich 20 Grad wärmer hier als oben in den Bergen. Ich werde jetzt gleich im Hostel einchecken. Das soll wohl unter Reisenden auch recht bekannt sein. Ist sehr zentrumsnah gelegen. Dann werde ich erstmal ein bisschen die Füße hochlegen, ein paar Dinge tun und mir das hier 2 Tage mal so ein bisschen angucken, bevor es dann weitergeht. Mahlzeit! Ich mache heute mal einen kleinen Spaziergang. Gestern war ich die meiste Zeit eigentlich nur im Hostel und habe die Füße hochgelegt und bin höchstens mal zum Essen rausgegangen. Aber heute will ich mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Das ist total cool. Die haben hier neben dem Hostel so einen kleinen Vergnügungspark. Und auch so ein paar sehr wilde Fahrgeschäfte. Da werde ich aber nicht mitfahren. Aber ich sag mal, so für ein Karussell wird es vielleicht noch reichen. Und ich musste auch ein paar Besorgungen machen. Ich habe nämlich mal wieder Latschen verloren. Jetzt habe ich mittlerweile das 5. Paar. Das ist schon eher was für mich. Riesenrad. Man kann schön sitzen,
Es ist schon langsam. Wir haben eine tolle Aussicht. Das ist gut. So, und weiter geht die Tour. Ich habe jetzt genug in Osch gefaulenzt. Aber heute war nicht viel los. Ich bin die Hauptstraße gefahren und habe mich zum Teil gefühlt, als wäre ich wieder in Usbekistan. Apropos Usbekistan. Der Stausee hier, der gehört zu Usbekistan. Das heißt, ich könnte, wenn ich wollte, illegal jetzt nach Usbekistan reinschwimmen. Nee, ach. Aber es ist halt manchmal so. Man hat nicht immer jeden Tag diese Reiseromantik, dass alles boah und geil ist und so. Ganz oft ist halt einfach nichts Besonderes los. Also abgesehen von der Tatsache natürlich, dass man fern der Heimat in fremden Ländern unterwegs ist. Meinen Platz habe ich auch gefunden. Richtig schön gelegen, auch so ein kleines bisschen versteckt. Gleich gibt es noch was zu essen und dann werde ich weiter über Jalalabad zum Narin River fahren. Das soll auch eine ganz schöne Tour sein, da den Fluss hoch. Und dann kommt das Toktogul Reservoir, so heißt das, glaube ich. Und ich habe auf den Bildern schon gesehen, das wird auch eine schöne Ecke. Also die nächste Woche wird eine schöne Tour und hoffentlich nicht ganz so anstrengend. Ich bin jetzt in Jalalabad und heute ist der Tag nicht nur unspektakulär, er ist sogar doof. Weil es hat jetzt angefangen zu regnen. Wobei ich mich ja über ein bisschen Regen freue. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Also wirklich lange nicht mehr. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Gästehaus. Die haben ein Dormzimmer. Da kann ich für ein paar Euro übernachten. Aber ich sage euch, mein bislang einziges Highlight an diesem Tag ist eine Pizza. Guten Morgen. Das war wirklich keine schlechte Idee, in das Gästehaus zu gehen, weil es hat den ganzen Abend geregnet. Es wäre im Zelt auch kein Spaß geworden. Und ich habe den Daniel aus Tschechien getroffen. Wir werden zusammen jetzt zu dem Dorf Aslanbob fahren. Und da soll es ganz viel schöne Natur geben. So, wir besorgen jetzt noch ein bisschen Kleingeld und dann geht's los. Es wird aber auch eine entspannte Tour heute. Ach, was für ein herrlicher Tag. Aber mein Reisekompagnon, den habe ich schon nach 10 Kilometern verloren. Der war einfach zu schnell für mich. Oder ich zu gemütlich. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Dann wirfst du deine Sorgen über Bord. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir, egal von welchem Ort. Jetzt singt er auch noch. Ich komme ja auf Ideen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Umweg in Kauf nehme, um mir einen Wald anzusehen. Das ist aber nicht irgendein Wald. Der Wald hier bei Aslanbob ist einer der ältesten und größten Walnussbaumwälder der Welt. Und hier gibt es auf jeden Fall ganz viel Ruhe. Das ist richtig toll. So, ich hoffe, ich finde hier aber auch irgendwie wieder raus. Weil nicht, dass das so endet wie bei Blair Witch Project, dass ich hier im Wald verloren gehe. Und irgendwann nach 3 Jahren findet man dann meine Kamera und sieht dann irgendwelche Horrorgeschichten oder so.
Also die Aussicht ist ja echt toll. Aber die Schlafplatzsuche wird jetzt nicht so einfach. Ich habe damit jetzt ein bisschen eher angefangen, damit ich noch ein bisschen chillen kann. Und im Prinzip habe ich hier oben eigentlich nur 2 brauchbare Plätze. Der eine ist da vorne, direkt auf dem Weg. Und da gibt es auch noch ein kleines flaches Stück. Weil der Idealplatz da unten ist eine Zipline-Station. Die machen um Uhrzeit X denn auch zu. Leider. So ein Mist. Oh naja gut, könnte schlimmer sein. Heute ist ein besonderer Morgen. Ich bin jetzt ein ganzes Jahr unterwegs. Wahnsinn. Ich habe die Tour damals nicht gestartet, weil ich morgens aufgewacht bin und eine Vision hatte. Nein, es lief nicht alles toll in den letzten 20 Jahren. Auf manche Sachen hatte ich keinen Einfluss. Andere Dinge waren selbstgemachtes Leid. Und es kam dann einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt musst du mal raus. Jetzt musst du mal ein bisschen durch die Gegend fahren und dir mal ein bisschen was angucken. Das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Wahnsinn. Ich kann das nur jedem empfehlen, mal den Fuß vor die Tür zu setzen. Sich mal ein paar Länder angucken, auf diesen schönen kleinen blauen Planeten, den wir haben. Und Reisen muss auch nicht teuer sein. Ob mit dem Fahrrad oder mit dem Rucksack. Es ist natürlich nicht immer einfach. Es macht auch manchmal echt keinen Spaß. Aber man kann so viel erleben. Sich so schöne Orte angucken, so tolle Menschen treffen, wenn man es denn möchte. Eine Reise ist es immer wert. Ich schule jetzt um auf Schafhirte. Ein Esel, ja, ein Drahtesel habe ich ja auch. Jetzt scheuche ich hier ein bisschen die Schafe über die Straße. Los! Jackpot. Das ist ein geiler Platz. Ich habe eine schöne Aussicht. Ich habe einen kleinen Bach, wo ich mich dann waschen kann. Ich kann mich da dann schön mit meinem Schlafsack hinlegen oder mit dem Innenzelt mal gucken. Und was richtig gut ist, hier liegt überall trockenes Holz rum. Das heißt, heute Abend gibt es wieder ein Lagerfeuer. Nach langer Zeit mal wieder. Cool. Oh, ich habe mal wieder ein bisschen Glück. Den ersten Schlafplatz konnte ich nicht nutzen, weil da eine Frau war, die es mir verwehrt hat, da zu schlafen.
Und dann bin ich hier zu einem Hotel gefahren, die wollten aber ein paar Euro haben. Ein paar mehr Euro. Und das war mir zu viel. Und da ich noch ein bisschen Zeit übrig hatte, dachte ich mir, ja, probiere ich es mal beim nächsten Picknickplatz. Und glücklicherweise ist hier eine ganz nette kirgisische Familie. Die essen jetzt noch auf und dann darf ich ihren Pavillon nutzen. Richtig gut. Spasiba. Ich werde hier am Toktogul Reservoir ein paar Tage bleiben. So, ja, von einem Strand zum nächsten fahren, mir das mal angucken und hoffen, dass ich nicht nass werde. So, jetzt aber ein bisschen Urlaub angesagt. Ich glaube, ich bin gerade so ein kleines bisschen überfordert. Ist das cool. Hey,